Diese wirklich hochqualitativen Aktien sind aktuell auf meiner Watchliste. Ich stelle euch heute 5 Unternehmen von meiner Watchlist vor, die ich absolut langfristig kaufenswert erachte. Und das erste Unternehmen ist ASML. ASML sollte jedem ein Begriff sein. Man ist Halbleiter, Ausrüster und Maschinenbauer. Also man baut Maschinen und ist ein führender Anbieter von Lithografiesystemen für eben die Halbleiterindustrie, die zur Herstellung von Mikrochips verwendet werden. Also man hat sich spezialisiert auf extrem ultraviolette Lithografie, also wirklich wirklich sehr, sehr wichtige Schlüsseltechnologie einfach für die Produktion der fortschrittlichen Semiconductor, und man ist da ein globaler Marktführer. Ja, man investiert aber da auch immer weiter stark in die Forschung und Entwicklung, um eben diese Grenzen der Chip-Miniaturisierung voranzutreiben. Also man ist da wirklich sehr, sehr stark monopolistisch auch schon aufgestellt, und man spielt auch eine zentrale Rolle in den globalen Lieferketten und insbesondere natürlich bei der Produktion modernster Chips. Also wir sehen schon, da gibt es eine sehr, sehr starke Monopolstellung auf jeden Fall bei ASML. Und deswegen finde ich das Unternehmen auch wirklich spannend. Grundsätzlich schauen wir jetzt immer als erstes mal in den Aktienfinder rein, um mal das Gefühl zu bekommen, wie die Qualität und so weiter bei dem Unternehmen ist. Wir sehen jetzt hier bei ASML einen Score von 14 von 15 Punkten, also wirklich richtig stark. Es gibt nur Punktabzug bei der Volatilität, ganz knapp, aber sonst sehr, sehr gutes Wachstum. Und wir sehen auch, dass sich der Kurs sehr, sehr schön entwickelt hat. Also grundsätzlich das Unternehmen schon mal vom Wachstum her sehr, sehr gut aufgestellt. Wenn wir uns hier mal die Bewertung anschauen, Fair Value zum Umsatz, sehen wir, dass wir gerade im Moment leicht unterbewertet sind tatsächlich. Also das ist auch eigentlich schön zu sehen. Wir können hier mal den Fair Value, auch also da die Bewertung mal nehmen, und da sehen wir auch, hier sind wir jetzt ungefähr auf fairer Bewertung angekommen. Also könnte sich da jetzt schon mal ein Einstieg auf jeden Fall anbieten. Grundsätzlich wirklich starkes Wachstum in den letzten 5 Jahren von 86%. Die Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren sind 96%, also das ist halt noch kein großer Dividendenzahler. Und wir haben im Moment einen Priotrowski F-Score von 6 von 9 Punkten. Also wirklich ein ja, sehr, 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 sehr starkes Unternehmen. Ja, jetzt gucken wir mal hier bei ASML auf den Kurs. ASML hier langfristig wirklich absolut spannend, sieht sehr, sehr gut aus, und es gibt eigentlich wenige Aktien, die so einen extremen, wunderschönen langfristigen Aufwärtstrendkanal hier führen. Und das ist natürlich für mich auch immer sehr, sehr wichtig, dass wir da einen Aufwärtstrend haben und sich der Kurs nach oben entwickelt. Grundsätzlich für mich hier die wichtigste Zone, ja, so von 580 auf, ja, bis 700 fast hoch. Also in diesem Bereich könnte ich mir vorstellen, was zu kaufen. Das ist die erste wichtige Zone, die haben wir ja jetzt schon angelaufen hier, so bei 650 bis 700. Hatten aber jetzt hier eben diese wirklich wahnsinnige Turnaround-Woche. Und ich würde da jetzt, also es ist ja hier keine Bodenbildung hat ja stattgefunden oder irgendwas, sondern es wurde jetzt einfach nur hochgekauft. Sollten wir jetzt nochmal hier runter korrigieren, am besten sogar noch ein bisschen tiefer, so auf die 640, dann würde ich mir da nochmal genau überlegen, ob ich das Unternehmen jetzt in mein Depot nehme. Aber mein Fokus liegt im Halbleitersektor eigentlich eher auf so Aktien, die jetzt nicht an allererster Stelle der Wertschöpfungskette stehen, sondern die sowas wie KLA oder sowas wäre dann eher meins, oder eben irgendein Designer, die auch höhere Margen dann einfach mitbringen. Aber grundsätzlich sieht da alles völlig in Ordnung aus. Klar, wir haben jetzt hier schon diese kurzfristige Korrektur mit diesem Bruch von 804 Euro eingeläutet, aber grundsätzlich in dieser Zone sollte sich die Aktien auf jeden Fall stabilisieren. Wir haben ja auch hier wichtige Unterstützung unter uns. Ja, dann schauen wir jetzt hier weiter ähm, auf die nächste Aktie, und die nächste Aktie ist Canadian Pacific Kansas City. Also nochmal ein wirklich starkes monopolistisches Unternehmen, und zwar ein Eisenbahnunternehmen. Man ist hier absolut führend in Nordamerika und ist aus einer Fusion heraus entstanden. Das Wichtigste, was man zu CPKC sagen muss, ist, man hat ein pan-nordamerikanisches Netzwerk, also man verfügt über eine umfassende ähm, Eisenbahninfrastruktur, und man verbindet hier Kanada, USA und Mexiko, und man ist das einzige Bahnunternehmen
ja, dass das hier alles unter einem Dach vereint und man transportiert natürlich hier eine Vielzahl von Gütern, sowas wie Rohstoffe, landwirtschaftliche Erzeugnisse, Industriegüter, auch Automotive. Also da ist man wirklich extrem gut aufgestellt. Klar, das ist ein saturierter Markt, also da können nicht mehr neue Leute reinkommen. Das ist schon wirklich, ja, einfach fest eingespielt hier, wer eben die ganzen Marktanteile hier unter sich aufteilt bei CPKC. Und gerade man teilt sich eben so ein bisschen den Markt mit Canadian Pacific Railway und Union Pacific und Norfolk Southern. Aber das sind eben auch nur ein paar oder eine Handvoll von Unternehmen. Also hier wirklich eine extrem starke Marktposition. Und deswegen für mich das Unternehmen so interessant, weil ich nicht glaube, dass das Unternehmen jemals mehr von dieser Erde verschwinden wird. Also vielleicht, wenn, was weiß ich, wenn wir jetzt anfangen, Güter in der Luft zu transportieren. Aber also in unserer Lebenszeit, denke ich, ist das nicht absehbar, dass sowas passiert. Ja, dann gucken wir mal hier auch hier auf den Qualitätscheck. 12 von 15 Punkten. Hier gibt es Abzug beim Earnings per Share Wachstum, beim Umsatzwachstum. Ah, nee, das hat sogar noch knapp erreicht, sondern bei der Finanzverschuldung. Also klar, das Unternehmen ist eben auch schon sehr, sehr eingesessen, deswegen ist es ja auch ein Monopol. Deswegen ist das Wachstum nicht mehr so stark. Aber im Vergleich zu den anderen Railway-Aktien, die es gibt am US-Markt bzw. Kanada, wächst die Aktie noch relativ stark, auch durch die Übernahme eben von Kansas City. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Hier kann jetzt gerade keine auf Basis des Umsatzes nach Bewertung rausgegeben werden, aber auf Basis des Gewinns sehen wir, dass wir jetzt hier im Moment so 20% überbewertet sind. Zumindest im Schnitt der letzten 3 Jahre. Im Schnitt des letzten Jahres sind wir nur ganz knapp mit 5% drüber. Also da ist noch alles in Ordnung. Also grundsätzlich, ja, wenn wir noch vielleicht ein kleines bisschen runterkommen, hier auf jeden Fall auch interessant. Ja, hier sieht es schon nicht ganz so gut aus beim Wachstum, das habe ich gerade schon erwähnt, aber grundsätzlich die Dividende wird hier auch bezahlt und die Margeanalyse, die sieht eigentlich auch gut aus. Also sind die Margen eigentlich grundsätzlich steigend. Es ist ein wirkliches Qualitätsunternehmen mit einem schönen Momentum, was eine extrem wenige Volatilität hat. Und im Moment haben wir hier einen Piotrowski S-Score von 5 von 9 Punkten. Also grundsätzlich auch ein wirklich gutes Unternehmen, mit dem man auch ja, definitiv absolut sicher fährt. Jetzt schauen wir hier auch auf den Chart erstmal. Wir haben ja schon mal ein Video also ich habe schon mal eins zu CP gemacht. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da bin ich auch nochmal tiefer auf die Aktie eingegangen und das Unternehmen. Aber für mich auf jeden Fall spannendes Ding. Wir befinden uns jetzt hier auch schon sehr, sehr lange im Aufwärtstrend, eigentlich schon seit 2013, seitdem diese riesige Seitwärtsphase abgeschlossen worden ist. Und jetzt laufen wir schon einige Jahre hier in so einem schön aufwärts gerichteten Trendkanal nach oben. Und wir sehen auch hier, das richtige Volumencluster ist hier so bei 100 US-Dollar, 105 US-Dollar. Und auch da befinden wir uns jetzt gerade tatsächlich, konnten uns aber davor schon relativ dynamisch hier rausbewegen. Also das erste Kaufsignal gab es mit Überschreiten dieser blauen Linie damals. Dann gab es wirklich einen schönen Push nach oben, auch dieses Hoch nochmal hier rausgenommen. Also hier links an der Stelle. Ähm, und jetzt sind wir hier doch relativ schnell nach unten gekommen und müssen uns jetzt eben hier nochmal neu stabilisieren. Aber grundsätzlich ist jetzt hier schon mal der erste Ausbruch erfolgt und das wäre auf jeden Fall hier sehr, sehr interessant. Ist ein gutes Unternehmen mit 0,7% Dividende im Moment. Also gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Aber da muss jetzt in dem Fall noch eine Bodenbildung definitiv erst erfolgen, bevor man da einstellen kann. So, jetzt kommen wir gleich zum dritten Unternehmen. Aber bevor wir zum dritten kommen, möchte ich noch euch bitten, lasst doch gerne einen Daumen nach oben auf das Video da, wenn euch meine Watchlist gefallen hat und ihr mehr Videos von mir sehen möchtet. Und wenn ihr natürlich noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann lasst doch gerne ein Abo da. Es würde mich auf jeden Fall definitiv extrem freuen. Und jetzt kommt die nächste Aktie. Ja, die nächste Aktie ist Ametec. Sollte wahrscheinlich dem einen oder anderen von euch vielleicht noch nicht so geläufig sein. Was macht Ametec? Ametec ist ein Industrieunternehmen, ein globaler Hersteller von elektronischen Instrumenten und mechanischen Geräten, also sowas wie Messgeräte. Und man hat dann wirklich diversifiziertes Portfolio. Ja, und man ist in der Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Energie und Automatisierung tätig und vor allem eben spezialisiert auf diese hochpräzisen Mess- und Analysegeräte sowie elektromechanische Komponenten. Und da ist man eigentlich wirklich globaler Marktführer.
mit über 150 Produktionsstätten und Vertriebszentren. Und da investiert man auch, ähnlich wie ASML, wirklich stark in Forschung und Entwicklung. Ja, dann gucken wir hier mal auf den Qualitätscheck. Wir sehen hier 13 von 15 Punkten. Das Unternehmen, Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahre 6,36% und Stabilität hier 2 Punkte Abzug, aber sonst wirklich starke Werte, auch für so ein ja, Industrieunternehmen. Vor allem die EBIT-Verschuldung bzw. die Sicherheit der Bilanz sieht sehr, sehr gut aus. Grundsätzlich hat sich der ganze Kurs auch schön entwickelt bei Ametec und wir haben jetzt auch hier zuletzt so einen kleinen Rücksetzer gesehen. Deswegen ist es jetzt auch nochmal auf meine Watchlist weiter nach oben gerückt. Wir sehen jetzt hier leichte Unterbewertung auf Basis des Umsatzes. Auf Basis des Gewinns haben wir schon eine deutlichere Unterbewertung, und zwar von so knapp minus 10%. Also das ist schon mal ein erstes gutes Zeichen für das Unternehmen. Wir zahlen hier auch eine Dividende. Im Moment hier 2023 war es 0,5% Dividendenrendite, die kann auch schon lange gesteigert werden, sieht schön aus. Ja, die Margen, die werden eigentlich ungefähr gleich gehalten. Klar, wir haben hier bei der Gewinnmarge leicht steigende Tendenzen, das ist schön zu sehen. Auf jeden Fall grundsätzlich gutes Bild. Auch hier hochqualitativ, Volatilität relativ gering, Growth and Quality, also so ausgerichtet. Wir haben im Moment einen Piotrowski S-Score von 7 von 9 Punkten, also das gefällt mir auch sehr, sehr gut. So Unternehmen auf jeden Fall sehr, sehr stark, auf jeden Fall ein Qualitätstitel, ein Dauerläufer, kann man eigentlich sagen. Ja, dann guckt man auch bei Ametec hier mal auf den Kurs. Ametec hier schon in letzter Zeit etwas stärker korrigiert. Werfen wir trotzdem mal als erstes einen Blick auf den Monatschart. Und hier sehen wir, das Unternehmen wirklich seit Jahren entwickelt sich extrem gut, extrem stark. Und wir haben jetzt hier zuletzt mal wieder so einen kleinen Rücksetzer gehabt, wie wir es auch schon in der Vergangenheit hatten hier oben. Und ich habe jetzt hier mal das Monatsfib angelegt und wir sehen, ja klar, das letzte All-Time-High liegt so bei 140, 145 US-Dollar. Also wäre schön, dass ein Unternehmen da runterkommen würde. Nächste Zone wäre bei 135. Und solange wir jetzt da nicht drauf korrigieren, ist die Aktie auch nicht für mich interessant. Also ich möchte da schon, dass das Unternehmen noch hier runterkommt auf Allzeithochniveau, also von 2022. Dann wäre es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dafür muss aber jetzt hier nochmal ein bisschen was nach unten passieren. Grundsätzlich glaube ich auch, dass das Unternehmen noch ein bisschen weiter runterkommt, weil hier oben auf jeden Fall auch ein Widerstand mit drin hängt und der Schaden von der letzten Woche hier, der ist auf jeden Fall schon groß. Auf jeden Fall abwarten, sehr, sehr spannendes Unternehmen, auch hochqualitativ. Also für jeden, der sich da sowas Stabiles ins Depot legen möchte, im Moment auch Dividendenyield von 0,7% und 27er KGV. So, dann würde ich sagen, schauen wir direkt wieder weiter zur nächsten Aktie. Und die nächste Aktie ist in diesem Fall jetzt hier Hannover Rück. Kennt wahrscheinlich auch jeder von euch, großer Rückversicherer, einer der weltweit größten Rückversicherer, der ja, Risiken von Erstversicherern eben dadurch absichert und man operiert wirklich weltweit in über 150 Ländern und ist wirklich bekannt für finanzielle Stabilität und umfassendes Risikomanagement. Ja, man bietet auch eine Vielzahl von Rückversicherungslösungen in Märkten und Sparten an. Also wirklich teilweise traditionell, aber auch spezialisiert und engagiert sich da in nachhaltigen Praktiken, Umwelt- und Governance-Zielen in seiner Geschäftstätigkeit. Also ein klassischer Rückversicherer aus Deutschland, wirklich sehr, sehr bekanntes Unternehmen und ist jetzt für mich vor allem aufgrund der aktuellen charttechnischen Situation interessant. Grundsätzlich ist aber auch hier ein wirklich eingesessenes Unternehmen, das schon wirklich lange hier operiert. Wir haben Qualitätscheck 11 von 15 Punkten. Umsatzwachstum, Stabilitätswachstum wird jetzt hier ein Minus ausgewiesen für 2023. Deswegen gibt es hier Punktabzug und eben Rendite auf das eingesetzte Kapital. Grundsätzlich ist das Unternehmen vom Kurs her eigentlich relativ gut gelaufen. Fair Value zum Umsatz, klar, ist jetzt hier hoch überbewertet, aber aufgrund des oder auf Basis des Gewinns sehen wir hier knappe Unterbewertung, also würde gut aussehen. Ja, minus 10% drunter, auf jeden Fall ganz interessant. Wenn wir das letzte Jahr nehmen, dann sehen wir, wir sind genau auf Fair Value, also deswegen auch hier mal ein genauerer Blick auf jeden Fall wert. Auch hier ähnliche Scores. Piotrowski S-Score 5 von 9 Punkten und auch hier gucken wir jetzt mal auf den Chart, warum ich das jetzt so interessant finde, das Unternehmen.
klar, Unternehmen aus Deutschland ist schon mal ganz nett eigentlich, schon mal schön. Ähm, Mal allererstes haben wir jetzt hier diesen Monatstrendkanal, in dem wir uns bewegen. Ganz lange extrem starke Bewegung vor Corona und haben uns dann sehr, sehr lange seitwärts bewegt. Also hier von 2019 eigentlich bis 2023, 4 Jahre Seitwärtsphase, wo wir auch ein bisschen Bewertung abgebaut haben, wo das Unternehmen noch ein bisschen eine schwierigere Zeit hatten. Aber jetzt hier eine wirklich dynamische Entwicklung raus seit 2023. Und jetzt möchte ich natürlich sehen, dass wir jetzt nochmal ein Stück runterkommen, so auf die 190 Euro, vielleicht maximal 180 Euro. Also, dass wir auch hier nochmal das äußere Ende des Trendkanals antesten. Und dann würde ich da auf jeden Fall eine Position aufbauen bei Hannover Rück. Also, es ist ein sehr, sehr starker Dividendenzahler auch. Wir haben jetzt im Moment 3,34% Dividende und ein KGV von 13,5. Wenn wir nochmal 10% hier runterkämen, dann wäre das natürlich noch besser. Also das würde mir auf jeden Fall gut gefallen und es sieht halt jetzt im Moment auch so aus, als würde das Unternehmen noch ein Stück korrigieren. Ich meine, hier kurzfristig haben wir eine Kurslücke noch offen, sind hier doch sehr stark nach unten gekommen. Und die wichtigste nächste Zone wäre auf jeden Fall eben hier auf Höhe des 2020 ähm, Niveaus. Und man muss dazu sagen, also mit Dividende ist es ein absolut guter Performer, die ist jetzt hier in dem Chart noch nicht mit drinnen. Deswegen wäre das auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Einstieg, sehr, sehr guter Einstieg, wenn sich das hier ergeben würde. Genau, also ein deutsches Unternehmen mal dabei gewesen, auch mal nett zu sehen. Jetzt gucken wir aber weiter auf die letzte Aktie und die letzte Aktie auch wirklich ein sehr, sehr hochqualitativer Titel und zwar ist das Amphenol. Amphenol ist ein führender Anbieter von Steckverbindungen und Interconnect-Lösungen, also aus auch einer Vielzahl von Branchen werden die eingesetzt und ja, man bietet Produkte für Märkte wie in der Luft- und Raumfahrt, Automobil, Kommunikation, Industrie und Militär an. Auch hier klar innovationsgetrieben. Das sieht man ja auch mal so ein bisschen oder einen kleinen Beispiele für eben die Märkte, in denen sie tätig sind. Und man ist da auch auf Fokus, also mit Fokus auf Wachstum getrimmt und konnte auch hier von dem Halbleiter-Hype jetzt in letzter Zeit so ein bisschen mit profitieren. Also wirklich starkes Unternehmen. Auch hier mal im Qualitätscheck und da sehen wir schon 15 von 15 Punkten. Das Unternehmen ist wirklich top. Haben hier überall die ganzen Punkte abgeräumt. Umsatzwachstum letzten Jahre 9%, Earnings per Share ein bisschen höher mit 10. Also auf jeden Fall sehr, sehr schön. Der Kurs auch dynamische Entwicklung, vor allem in letzter Zeit. Auf Basis des Umsatzes sind aber deswegen auch sehr, sehr stark überbewertet die letzten 3 Jahre. Auf Basis des Gewinns auch überbewertet. Aber auf Einjahresbasis sieht es ein bisschen besser aus. Wir sind auch hier noch im Kurs ein bisschen zu hoch. Auch hier habe ich aber schon eine wichtige Zone, die ich mir gut vorstellen könnte, dann da die Aktie zu kaufen. Ja, Margen entwickeln sich minimal aufwärts, eher seitwärts, aber grundsätzlich die Bewertung, die geht auf jeden Fall gleichzeitig nach oben. Hier sieht es sehr, sehr grün aus, sieht gut aus. Piotrowski F-Score 6 von 9 Punkten, also grundsätzlich auch hier ein starkes Unternehmen. Hier guckt man jetzt auch auf den Chart und dann seht ihr auch gleich, warum ich das Unternehmen sehr, sehr interessant finde. Und es ist ähnlich wie bei Hannover Rück. Ähm, war irgendein Split anscheinend, deswegen ist hier noch dieser Kanal falsch eingezeichnet. Aber wir sehen nochmal eine deutlich dynamischere Entwicklung wie bei den ganzen Aktien bisher und eine wirklich wunderschöne Dynamik hier seit Jahrzehnten, also seit 1992. Also wirklich sehr, sehr starker Player. Aber muss natürlich hier noch ein Stück runterkommen. Also wir sind ja schon sehr, sehr weit nach oben gelaufen. Also entweder wir bauen jetzt hier eine längere Seitwärtsphase auf dem Niveau, wo wir jetzt aktuell sind, so um die 55 US-Dollar. Und man steigt dann eben ein, wenn hier mal die Bodenbildung abgeschlossen ist. Oder wir korrigieren wirklich hier runter auf die 44. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Das wäre mal eine richtig gute Chance. Ähm, aber halte ich tatsächlich im Moment für ein bisschen unwahrscheinlich. Also ich glaube eher, wir stabilisieren uns hier oben. Wäre aber alles in Ordnung, wenn wir jetzt hier ein Jahr seitwärts laufen, dann ja, amortisiert sich so ein bisschen die Bewertung. Das Wachstum kann weiterkommen und dann kann man sich das Unternehmen nochmal anschauen. Aber definitiv ein gutes Unternehmen, was einen Platz auf meiner Watchlist verdient hat. Und es ist meine Watchlist. Und deswegen auch nochmal hier keine Anlageberatung. Ihr handelt immer mit eigenem Kapital und auf euer eigenes Risiko. Und das ist hier meine Watchlist. Also alles meine subjektiven Meinungen.
Vor allem, wenn man das Unternehmen wirklich jetzt langfristig kaufen möchte, muss man sich immer wieder noch die fundamentalen Daten ganz genau anschauen. Also technische und fundamentale Analyse gehen für mich immer Hand in Hand und sind absolut wichtige Bestandteile von einer professionellen Analyse am Aktienmarkt. Soll nochmal hier gesagt sein. Auf jeden Fall war es das jetzt hier mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo für den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit. Ciao.